Der Social Sciences Citation Index ist eine Aufsatzdatenbank mit fast 3,5 Millionen Titelnachweisen und hat seinen Schwerpunkt auf den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Aber auch Artikel aus der Psychologie zum Beispiel werden Sie hier finden oder naturwissenschaftlich orientierte Nachbardisziplinen, wie zum Beispiel die Sozialmedizin. Der Social Sciences Citation Index ist eingebettet in die übergeordnete Rechercheoberfläche von Web of Science. Die Besonderheiten von Web of Science liegen in den vielfältigen Verlinkungen zwischen den einzelnen Artikeln, aber auch in den sehr umfangreichen Such-, Filter- und Analysemöglichkeiten. Insgesamt ist Web of Science ein sehr komplexes Suchinstrument, von dem wir in diesem Modul nur einige ausgewählte Funktionen vorstellen können. Wenn Sie sich darüber hinaus für Web of Science interessieren und sich stärker einarbeiten möchten, lohnt sich ein Blick in den YouTube-Kanal von Web of Science Training. Dort sind viele kleine Videos enthalten, die sich mit den unterschiedlichen Funktionen beschäftigen und die Anwendung anschaulich zeigen. Gehen wir zurück zur Startseite von Web of Science. Über Editions sehen wir die unterschiedlichen Datenbanken der Core Collection, unter anderem eben auch den Social Sciences Citation Index. Man kann sich nun zum Beispiel dafür entscheiden, in allen Datenbanken zu suchen oder einige explizit auszuwählen. Um nicht zu viele irrelevante Treffer zu erhalten, empfehle ich für den Anfang nur in einer Datenbank zu suchen. In das Suchfeld können wir dann die Suchbegriffe frei eingeben. Zusätzlich kann ich hier über das Dropdown-Menü genauer festlegen, wo mit meinen Begriffen gesucht werden soll. Ich kann festlegen, dass die Begriffe im Titel vorkommen müssen oder zum Beispiel als Schlagworte. Man kann auch nach Personennamen suchen oder hat, wie wir hier sehen, viele weitere Möglichkeiten. Außerdem kann man bestimmte Suchfelder miteinander kombinieren, zum Beispiel den Namen einer Autorin mit Stichworten aus dem Titel. Zudem können Suchbegriffe auch mit Daten kombiniert werden. Dafür gibt es diesen Button, mit dem man eine Zeitspanne hinzufügen kann. Neben dem Erscheinungsdatum kann man sich beispielsweise auch nur Artikel anzeigen lassen, die in einem bestimmten Zeitraum in die Datenbank aufgenommen wurden, das Index-Date. Zum Beispiel würde mir mit dieser Auswahl nur angezeigt werden, was in den letzten 2 Wochen neu in die Datenbank aufgenommen wurde. Für den Anfang suchen wir aber einfach über alle Felder hinweg und nehmen keine Voreinstellungen vor. Suchen wir relevante Titel zu dem Themenkomplex Klimapolitik und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Dazu erhalten wir eine Ergebnismenge und jede Menge Möglichkeiten, diese Liste weiter anzupassen bzw. zu sortieren. Hier oben sehen wir zunächst, wie viele Treffer gefunden wurden. An dieser Stelle werden uns weitere passende Schlagworte angeboten, die wir nutzen können, wenn wir möchten. Wenn uns die Treffermenge insgesamt noch zu umfangreich erscheint, können wir sie weiter eingrenzen und mit Begriffen innerhalb unserer Ergebnismenge suchen. Geben wir zum Beispiel einen weiteren Suchbegriff ein, dann werden die bisherigen Treffer danach durchsucht und wir sehen, dass sich unsere Treffermenge noch einmal reduziert. Schauen wir uns die Ergebnisliste selbst an, sehen wir, dass sie in der Grundeinstellung nach Relevanz sortiert ist. Wir können aber auch festlegen, dass wir unsere Treffer anders sortiert haben möchten. Zum Beispiel so, dass als erstes die Artikel angezeigt werden, die neu in die Datenbank aufgenommen wurden oder jene, die am häufigsten zitiert wurden. Wir können Treffer auch in einer Merkliste speichern. Diese werden allerdings nur für die aktuelle Browsersitzung gespeichert, wenn man keinen Account bei Web of Science besitzt. Am linken Rand haben wir eine umfangreiche Liste an Filteroptionen, mit denen wir zum Beispiel nach Publikationsjahr und Dokumenttyp filtern können, aber auch zum Beispiel thematisch eingrenzen, entweder grober oder spezifischer. Am rechten Rand sehen wir die Zitationsnachweise. Sie sind quasi das Herzstück von Web of Science. Hier erkennen wir, wie oft die entsprechenden Artikel zitiert wurden, aber umgekehrt auch, wie viele und welche Quellen für diesen Artikel verwendet wurden. Natürlich muss man bei der Zitationshäufigkeit beachten, dass Web of Science nur die Zitationen erkennen kann, die in der Datenbank angegeben wurden. Das heißt, die tatsächliche Zitationshäufigkeit ist in der Regel natürlich höher. Neben der sachlichen Suche, wie wir sie gerade durchgeführt haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nach einem ganz bestimmten Artikel zu suchen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben in einem Literaturverzeichnis einen interessanten Artikel gefunden und möchten diesen gerne einsehen. Im Idealfall haben Sie dafür die sogenannte DOI. Das ist quasi so etwas wie die genaue Adresse des Artikels.
Alternativ können Sie aber natürlich auch mit dem Titel suchen. Wir haben jetzt hier genau einen Treffer und das ist auch unser gesuchter Artikel. Klicken wir mal rein. Ganz oben sehen wir nochmal den Titel des Artikels. Darunter Angaben zu den Personen und der Quelle, also zum Beispiel Name und Jahrgang der Zeitschrift. Auch ein Abstract und verschiedene Schlagwörter werden uns angezeigt. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um uns nochmal ausführlicher das Zitationsnetzwerk anzuschauen. An dieser Zahl hier erkennen wir, wie oft dieser Artikel als Quelle in anderen Artikeln angegeben wurde. Die darunter angezeigte Zahl ist oft ein wenig höher, da sie die Zitationen in den anderen Datenbanken von Web of Science mit einschließt. Außerdem sehen wir hier, wie viele Artikel das Literaturverzeichnis des Artikels umfasst. Wenn wir auf diese Zahl klicken, erhalten wir eine Liste mit den verschiedenen Quellen. Die meisten Quellen können wir wiederum anklicken, um auf die entsprechenden Angaben zum Artikel weitergeleitet zu werden. Wie wir sehen, gilt das allerdings nicht für alle. Das liegt einfach daran, dass die Artikel nicht in Web of Science hinterlegt sind. Wenn man Interesse an diesen Quellen hat, müsste man noch einmal separat über ein anderes Suchinstrument recherchieren. Sehr sinnvoll kann auch die Nutzung dieser Anzeige von ähnlichen Titeln sein. Wenn wir diesem Link folgen, wird uns eine Liste von Artikeln angezeigt, welche die gleichen Quellen benutzt haben wie unser Artikel. Je höher er gerankt wurde, desto mehr gleiche Quellen. Gehen wir noch einmal zurück zu unserem ursprünglichen Artikel. Es stellt sich ja noch die Frage, wie wir Zugang erhalten können. Dazu ist diese Leiste hier oben relevant. Hier haben wir zum einen eine Verlinkung zum Volltext vom Anbieter. Das ist natürlich der Idealfall. Ansonsten sehen wir hier oben auch wieder das ULB-Symbol. Das ist unser Linking-Service. Da Sie sich im WLAN-Netz der Uni befinden oder über Fernzugriff verbunden sind, erkennt Web of Science, dass Sie zur Uni Bonn gehören. Ein Klick bringt Sie zurück zu unserem Suchsystem Bonnus. Der Artikel scheint verfügbar und Sie können darauf zugreifen. Sollte das einmal nicht der Fall sein, lohnt sich eine weitergehende Recherche in Bonnus. Zum Beispiel können Sie eine Suche über den Zeitschriftentitel durchführen. Denn möglicherweise hat die Uni Bonn in einer ihrer Bibliotheken den entsprechenden Band der Printzeitschrift im Regal stehen. Sollten Sie auch hier keinen Erfolg haben, besteht die Möglichkeit, eine Fernleihe über die ULB aufzugeben. Das soll es zunächst einmal gewesen sein zur Suche in Web of Science bzw. dem Social Sciences Citation Index. Natürlich gibt es noch viele weitere Funktionen, auf die wir jetzt nicht noch genauer eingehen können. Beispielsweise gibt es noch Exportfunktionen, wodurch Sie Artikel exportieren und den Literaturverwaltungsprogramm nutzen können. Es gibt auch das Angebot, Benachrichtigungen zu erhalten, wenn zu Ihrer Suchanfrage neue Treffer in die Datenbank indexiert wurden. Aber mit den bisher gezeigten Funktionen haben Sie auf jeden Fall eine gute Grundlage, um Ihre eigene Recherche im Social Sciences Citation Index zu starten.